Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Ja, was sollte ich jetzt sagen? Man redet immer vom Fundort. Ein Fundstück im Dachboden, ein Fundstück im Keller. Mit sowas kann ich nicht aufwarten. Ich kann mit einer Bibliothek Fundstück aufwarten. Das hier ist ein Buch, das heißt Die Geburt Europas von Dr. Otto Krischk, 1943. Ein Freund hat mir das Buch mitgebracht. Beim Aufmachen, hoppla, eine Kamera ist drinnen. Und zwar, es ist bitte nichts mit Geheimkamera oder Agenten oder sowas. Nein, schlicht und einfach, man hat die Kamera versteckt. Weil während oder nach dem Zweiten Weltkrieg die alliierten Kräfte haben beschlagnahmt, was nur zu beschlagnahmen geht, drauf Made in Germany stand. Die Technik war sehr, sehr gefragt. Auf jeden Fall, wir haben hier eine Sida Standard, die alte Ausführung, 1938. Die Kamera ist aus Metall, Zinkguss, besteht aus 2 Teile. Und diese Kamera verwendet eine Spezialfilm ohne Perforierung. Die Kamera hat eine Fixfokus-Objektiv und ein Auslöser. Und eigentlich eine schlecht Sucher zu verwenden, eher eine Katastrophe. Die Sida wurde zum ersten Mal 1934 in Deutschland gebaut. Der Konstrukteur von dieser Kamera, das war der Fritz Kaftanski. Eigentlich unverständlich, weil die sonstigen Kameras, die der Fritz Kaftanski gebaut hat, das waren Kameras vom Weltruf, das war die Fotoflex, das war die Miniflex. Also die waren wirklich Spitzenkameras und deshalb ist unverständlich diese kleine, einfache Kamera. Es gibt sehr viele Vermutungen und einige Male bin ich drüber gestolpert, dass angeblich die Berliner Polizei und das preußische Militär während des Zweiten Krieges diese Kamera für Spionage, für Abwehr oder für was verwendet hat. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt gibt keine seriösen Aussage, wo man sagen kann, ja, ist verwendet worden. Das, was ich hier habe, ist nur ein Versteck für diese Kamera. Und auch die alliierten Kräfte haben oft einmal in Form von Flugblättern und Wandanschläge angekündigt, dass jeder Fotoapparat im Gemeindeamt oder ihrer Polizeidienststelle zum Abgeben ist. Davon existieren auch genug Anschlagtafeln und Blätter. Das zweite Fundstück, was ich hier habe, ist auch keine Dachboden und keine Kellerfund. Das ist ein Parkplatzfundstück. Eines schönen Tages war bei mir ein LKW-Chauffeur, den ich kannte. Der war mal bei mir und bei einer Führung durch das Museum fragte, was ist das da oben? Da sage ich, das ist ein Vergrößerungsgerät. Ja, ich hab sowas. Ich bringe das einmal. Eines schönen Tages kommt er mit dem Koffer. Na sage ich, was ist das? Na sag, das habe ich auf einem Autobahnparkplatz und jetzt liegt bei mir seit Jahrzehnten unten in der Werkstatt, weil ich wollte das Klumpert, was da drinnen ist, wegwerfen und die Koffer als Werkzeugkoffer verwenden und dann habe ich es vergessen. Jetzt habe ich bei dir gesehen, was das ist und ich dachte, na, das ist was für dich. Da mache ich auf und das ist ein Vergrößerungsgerät. Nur, dieses Vergrößerungsgerät
diese Negativbinde entspricht bitte die Größe von den Geheimkameras, von diesen Agentenkameras, Minox oder wie alle anderen Geheimkameras aussehen. Ich habe mich gefreut, aber Dateninformationen gibt es keine, bis auf diese kleine Schild. Russische Herkunft, steht was von Optik und dass die Lampe maximal 60 Watt haben darf und das Ganze in Russland 1979 gebaut wurde. Der Zustand ist ein Top-Zustand, kaum gebraucht und das hat jemand auf die Tauern-Autobahn entsorgt, 1985 ungefähr. Das ist auch ein Fundstück, einmal nicht im Dachboden und einmal nicht im Keller. Und jetzt hat er schönen Platz bei mir im Museum. Es passt einfach dazu. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.